Uns Automobiljournalisten wirft man ja oft und gerne vor und vielleicht manchmal auch zu Recht, dass wir ja gekauft sind von der Automobilindustrie. Deswegen erzählen wir keine Kritik, deswegen feiern wir jedes Auto ab. Das ist natürlich dann auch umso schwieriger für den Journalisten, wenn er eine Automarke hat, die er vielleicht selber gerne fährt. Wenn er eine Automarke hat, die er gut findet. Kein Mensch kann subjektiv sein. Der Mensch an sich ist immer objektiv. Und ihr wisst das auf AutoHub. Mir gefallen Mazdas. Das ist jeder. Was denn? Ist jeder objektiv oder jeder subjektiv? Jeder ist subjektiv. Ja. Was habe ich noch anderes gesagt? Umgedreht hat es das. Habe ich es umgedreht? Ja. Kein Mensch kann objektiv sein. Nee. Ein Mensch ist immer subjektiv. Genau. Habe ich das falsch gesagt? Ja. Das wäre ein böser Fehler geworden. Das wäre ein grober Schnitzer gewesen. Das wäre fast so ein Schnitzer gewesen wie in dem Goodyear SUV-Video, wo ich gesagt habe, da höre ich gar nicht mehr auf zu bremsen. Ja. Zum Einstieg des Videos. Zurück zur Thematik. Ich persönlich, ich fahre total gerne Mazda. Punkt. Und ich habe mich total gefreut auf den MX-30. Punkt. Und ich habe in unserem ersten Video den MX-30 auch fröhlich gefeiert. Punkt. Mittlerweile konnte ich den MX-30 ein bisschen länger fahren. Und deswegen habe ich jetzt in diesem Video für euch 5 Kritikpunkte. 5-mal konstruktive Kritik von mir am Mazda MX-30. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich verteidigen oder ich müsste mich erklären, sondern einfach nur, weil ich glaube, mit diesen 5 konstruktiven Kritikpunkten kann es Mazda schaffen, wenn man diese 5 konstruktiven Kritikpunkte, ist das eigentlich jetzt genug Clickbaiting? Diese 5 konstruktiven Kritikpunkte, das war jetzt genug, oder? Ja. Wenn man die 5 berücksichtigt, dann wird aus dem MX-30 ein noch besseres Auto. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen zu meinen, Achtung, 5 konstruktiven Kritikpunkten zum Mazda MX-30. Und auch dieses Video wird unterstützt von unseren Freunden von Y-Food. Y-Food ist die Ernährung für eine neue Generation. Y-Food ist die gesunde Alternative zum Fastfood. Und wenn ihr es selber mal probieren wollt, hier unter dem Video ist ein Link. Einfach dem Link folgen und dort einfach mal eure Probierpackung Y-Food bestellen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Kritikpunkt Nummer 1 ist natürlich das Thema Batteriegröße. Mazda MX-30 wird mit 35,5 Kilowattstunden Batterie ausgeliefert und es gibt keine Optionen, es gibt keine anderen Optionen. Es gibt 2 Thematiken, warum das gut ist, aber am Ende ist ein Elektroauto natürlich immer nur so gut, wie es ist nur so gut, wie es mich überzeugt, wenn ich unterwegs bin, glaube ich. Ja. Genau. Und da ist eine kleine Batterie nun mal der logische Flaschenhals des ganzen Themas. Und im Winter oder bei kühler Witterung, jetzt haben wir so die ersten Strahlen, es ist übrigens mit April und es hatte 2 Grad heute früh, ist die Reichweite einfach zu weit eingebrochen bei dem Fahrzeug für mich persönlich. Ich habe selten eine realistische Reichweite größer 150 Kilometer für das Fahrzeug erfahren können. Und das ist eigentlich dann mein Kritikpunkt Nummer 1, die Batterie zu klein. Warum macht man die Batterie denn so klein? Oder warum ist die Batterie denn nur 35,5 Kilowattstunden groß? Die Batterie ist deswegen nur 35,5 Kilowattstunden groß, weil Mazda sagt, es gibt sowas wie ein Right-Sizing. Es gibt einfach so etwas wie einen CO2-Rucksack, den ein Fahrzeug zur Produktion schon trägt. Und bei Elektrofahrzeugen ist dieser Rucksack eben definiert primär über die Batteriegröße. Also je größer, für jede Kilowattstunde Batterie hat man, und das ist genau der Knackpunkt, eine gewisse Größe CO2-Rucksack. Mit jedem Monat, eigentlich schon fast mit jeder Woche, die so vergeht, sinkt aber der CO2-Rucksack, wird dieser CO2-Rucksack kleiner, weil die Effizienz steigt, weil die Produktionsmethoden sich ändern, etc. Und dementsprechend ist es relativ schnell überholt, dass 35,5 Kilowattstunden mal die richtige Größe waren. Kaum wird das Auto ein Jahr älter, könnten es schon 40 oder 42 Kilowattstunden sein, die richtige Größe sind, das Right-Sizing der Batterie. Die Batterie hat natürlich auch einen anderen Effekt noch. Je größer die Batterie unten im Fahrzeugboden,
desto schwerer das Fahrzeug. Die Batterie hier im Mazda MX-30 wiegt 310 Kilogramm. Damit ist sie schon unter der Grenze von 10 Kilogramm je Kilowattstunde Leistung. Das sinkt aber auch weiter. Zu dem Zeitpunkt, an dem man gesagt hat, wir bauen jetzt ein Elektroauto und wir wollen einen kleinen CO2-Rucksack haben und wir wollen ein vertretbares Gewicht aufsatteln auf das Fahrzeug und deswegen sagen wir 35,5 Kilowattstunden. Seit dem Zeitpunkt, als Mazda das gemacht hat und heute, ist einfach schon viel Zeit vergangen und deswegen konstruktiver Kritikpunkt Nummer 1, jetzt mittlerweile ist mir die Batterie zu klein. Kritikpunkt Nummer 2 ist beim Mazda MX-30 der Frunk. Ich glaube, beim ersten Mal sind wir da gar nicht drauf eingegangen. Ach so, er hat ja gar keinen Frunk. Genau, das ist der Kritikpunkt. Das Problem beim Mazda MX-30 ist ja, dass Mazda in der Plattform sagt, wir werden auf jeden Fall eine Variante mit einem Range Extender anbieten. Der Range Extender basiert bei Mazda dann, noch ist es alles nur Vermutungen, auf einem Wankelmotor. Mazda ist der einzige Automobilhersteller, der dem Wankelmotor treu geblieben ist und das Ding auch weiter pflegt. Und damit man den Platz hier vorne eben hat, sinnvoll nutzen kann, ihr seht das, ne? Hier vorne fehlt ja alles, was du so beim normalen Auto brauchen würdest. Leistungselektronik und unten drunter der E-Motor, das könnte man auch alles weniger prominent aufbauen und dann ist dieses riesige Loch vorhanden. Und da habe ich mir einfach gedacht, bei der Nutzung des Fahrzeugs, wieso, selbst wenn man die Variante mit dem Range Extender noch nachschieben möchte, wieso nicht vorher zumindest optional eine Variante anbieten, in der ich hier vorne einen Frunk drin habe? Wieso nicht optional zumindest diese Möglichkeit anbieten, hier vorne eine nasse Wanne zu haben? Es gibt ja mittlerweile, ihr kennt das bei Ford zum Beispiel, dann auch einfach mit so einem Loch unten im Boden, wo das Wasser ablaufen kann, wo ich dann einfach mein dreckiges Ladekabel reinschmeißen kann. Viel mehr erwarte ich ja eigentlich gar nicht von so einem klassischen Frunk. Ich möchte mein Kabel nicht in den Kofferraum legen. Ich möchte auf der Urlaubsfahrt mein Kabel nicht aus dem Kofferraumfach von unten herausholen. Ich möchte mein Ladekabel dort drin schmeißen, wo es mich am wenigsten stört. Und das wäre in dem Fall ein Frunk und ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass es ein allzu großer kommerzieller Aufwand ist oder auch konstruktiver Aufwand ist, hier eine entsprechende Ladewanne zu konstruieren, in der ich dann einfach, wenn ich mein Auto abgesteppt habe, mein Kabel reinschmeiße. Kritikpunkt Nummer 2, kein Frunk. Dass bei Mazda das Interieur nicht nur schön ist, sondern üblicherweise auch gut verarbeitet, mit einer ordentlichen Haptik. Ich glaube, das ist den meisten mittlerweile bekannt, die den Kanal schauen. Dass der MX-30 zudem auf eine schöne Mischung aus recycelten Materialien als auch Naturmaterialien wie diesem Kork besteht, der da überall drin ist. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch bekannt. Und dann gibt es das Thema im Interieur mit den Fahrgeräuschen. Mein Kritikpunkt Nummer 3. Wir sind den MX-30 als Prototyp ja bereits gefahren. Das war damals in Portugal. Kann das sein? Und da unten drunter waren schon viele Kommentare zu dem Thema Fahrsound. Und meine damalige Meinung war, naja, der Fahrsound ist eigentlich ganz clever gemacht, denn er ist lastabhängig. Also hier drinnen das Geräusch, wenn ich halte jetzt mal die Klappe kurz. Das ist ein lastabhängiger Sound. Dieser lastabhängige Sound soll, so die Idee der Mazda-Ingenieure, dazu beitragen, dass du in deiner Gesamterlebnis des Autos, wo dir das Motorgeräusch ja jetzt als Fahrer wie auch als Beifahrer fehlt, ein Gefühl dafür kriegst, wie sehr du das Auto unter Last steht. Also je mehr ich das Gaspedal, das Strompedal durchdrücke, desto prägnanter wird dieses Geräusch. Die Idee finde ich gut, aber was mir fehlt ist das, was viele von euch tatsächlich am Anfang schon drunter geschrieben haben und was ich am Anfang abgetan habe als was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, nachdem ich den jetzt eine Zeit lang gefahren bin,
ich möchte auch gerne, dass der abschaltbar wird. Das ist auch gar keine große Sache, aber Mazda hat es tatsächlich nicht vorgesehen. Mazda hat gesagt, dieser Fahrgeräusch, das gehört zum Auto, das gehört zu dem Fahrzeug als Erleben hinzu. Und nein, der Fahrer kann keinen Einfluss darauf nehmen. Und ich bin jetzt der Meinung, es wäre schön, Mazda, wenn ihr das nachrüstet. Weil das ist ja eigentlich nur eine Softwaregeschichte. Tut es in die Fahrzeugeinstellungen, gebt denen, die sagen, ich möchte überhaupt kein Feedback-Geräusch haben, die Möglichkeit zu sagen, jetzt erlebe ich elektrisches Fahren komplett ohne jedes Geräusch. Wobei ich auch dazu sagen muss, dich stört es nicht, Flo, ne? Nee. Du findest es immer noch angenehm. Ja. Insoweit der Kritikpunkt vielleicht nur, gebt uns doch wenigstens die Option, selber zu entscheiden. Mal hier drüben gucken. Jawohl, hier drüben lädt er jetzt. Auto ist momentan relativ voll. 21,6 kW haben wir jetzt. Kritikpunkt Nummer 4 für mich persönlich ist tatsächlich die Ladegeschwindigkeit und damit ist es der nächste elementare Punkt für ein Elektrofahrzeug. Theoretisch hat das Auto einen CCS-Lader mit bis zu 50 kW und das Problem ist eben die Aussage mit bis zu 50 kW. Dass jedes Elektroauto eine Ladekurve hat, ist mir ja klar, ist alles in Ordnung. Wir laden jetzt zum Beispiel, nachdem das Auto gerade noch 80% hat, lädt er gerade mit 21 kW. Das Problem ist, ich bin über den ganzen Testzeitraum auch mit einer leeren Batterie und auch mit einer temperierten Batterie, also nach einer längeren Strecke Autobahn, nicht über 36 kW hinausgekommen. Und während 50 kW eigentlich schon relativ wenig Ladeleistung ist, während 50 kW Stand 2021 zu langsam ist, zu wenig Ladeleistung ist 36 kW erst recht zu wenig Ladeleistung. Deswegen für mich persönlich Kritikpunkt Nummer 4 ist die reine Ladeleistung. Da muss nachgearbeitet werden. Und das zweite Punkt, dass man aufteilen kann beim Thema Ladeleistung. Der CCS-Schnelllader mit bis zu 50, wie gesagt, ist ein akademischer Wert. Problem Nummer 2 ist, dass der Onboard-Charger auch nur einphasig ist. Und ein einphasiger Onboard-Charger ist bei 6,6 kW Schluss. Und das ist dann tatsächlich nicht 2021. Da würde ich mir wünschen, bietet es wenigstens optional an. Bietet wenigstens optional einen Schnelllader an. Kritikpunkt Nummer 5 und damit tatsächlich der letzte Kritikpunkt von mir am MX-30 ist die Geschwindigkeit. Elektroautos müssen noch nicht schnell sein. Ja, er beschleunigt ja auch in 9,7 Sekunden auf 100 und wer jetzt lacht, sagt, oh, 9,7 Sekunden. Ja, früher war das mal Golf GTI-Zeit, das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Aber früher hat das den Menschen gereicht. Also eine Postkutsche findet ihr nicht, die schneller ist. Und auch vom Fahren her ist das Auto der typische Mazda. Du hast viel Feedback am Lenkrad, das macht Spaß zu fahren. Bis zu dem Moment, in dem du auf der Autobahn bist und dann das Auto eben spürst, dass es bei 140 abgeregelt ist. So 140. Ich weiß, das ist nirgendwo auf der Welt ist das ein Argument und nirgendwo auf der Welt spielt das überhaupt eine Rolle, das Auto bei 140 abzuregeln. Aber es geht ja um meine 5 Kritikpunkte und einer der Kritikpunkte ist eben, dass 140 km/h tatsächlich eher wenig ist. Und mir ist das dann schon mal passiert auf der Autobahn, dass ich gesagt habe, jetzt fahre ich noch die Batterie schnell leer, bevor ich zum Schnelllader fahre. Möchte jemanden in der mittleren Spur, der 130 fuhr, überholen und der bezog dann hoch von 130, weil er halt, ja, ich meine, es gibt viele Autofahrer, die können nicht einmal gleichmäßig Auto fahren. So wie der mit 70 auf der Landstraße. Ja, und dann habe ich Gas, also wollte mit dem vorbei mit 10 km/h Überschuss und dann hat er plötzlich gedacht, okay, jetzt habe ich doch einen Termin oder was und ist schneller gefahren, von hinten kam ein schnellerer und ich bin komplett links verhungert und 140 ist dann halt tatsächlich einfach eine Geschwindigkeit, wo ich sage, boah, es ist schwierig positiv zu verkaufen und damit einfach mal konstruktiv meine Kritik. Bisschen mehr als 140 geht doch alle Weile, oder? Das war Autohub und das waren 5. Das waren 5 Kritikpunkte von mir am Mazda MX-30, was überhaupt nichts damit zu tun hat, dass das Auto weiterhin sensationell gut aussieht.
sich gut fahren lässt und der Innenraum schön ist. Einfach schön. Gut, ich freue mich auf eure Kommentare unter dem Video. Meine 5 Kritikpunkte. Vielleicht haben wir ja Mazda MX-30-Fahrer bereits unter den Zuschauern. Gebt mir euer Feedback. Schreibt mir unten drunter, was ich mit meinen 5 Punkten falsch gesehen habe. Oder lag ich vielleicht doch richtig. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielleicht dann, wenn wir die nächste Generation des MX-30 fahren. Weil ich glaube, Mazda lässt uns auch die nächste Generation fahren, auch wenn wir kritisch waren. Und mein nächster Wunsch wäre natürlich, also liebe Mazda-Ingenieure, wenn ihr jetzt gerade schon zuschaut, mein nächster Wunsch wäre dann das Ganze mit Hinterradantrieb noch. So, einfach mal drüber nachdenken. So, Flo, Ja. Wallbox-Thema. Warum habe ich den Juice Booster hinten drin? Ich hatte ja auch letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wir hatten ja schon mal das ganze Thema, wo jemand unten drunter geschrieben hat, jeder YouTuber macht jetzt Werbung für den Juice Booster, warum eigentlich ist es nur zu teuer? Wenn ich den vergleichbare Lösung habe, so ein Go-E-Charger übrigens mal eine Geschichte nebenbei zum Thema Influencer und YouTube und so weiter. Ich habe bei Go-E angefragt, ob ich so ein Go-E-Charger mal haben kann, testweise, um es auszuprobieren. Weil wir ja Stimmen hatten unter dem letzten Mal, wo ich was zum Juice Booster gesagt habe, wo gesagt haben, das wäre viel billiger, das Ding, und ist viel besser und so weiter. Die wollten mir keinen schicken. Ne? Aber kaufen tue ich jetzt auch keinen mehr, weil ich habe ja einen Juice Booster schon. Und dann haben die gesagt, der Juice Booster, warte mal, wenn ihr hier auf mobile Wallbox, wenn ihr mobile Wallboxen sucht, dann findet ihr hier den Juice Booster. Gut, ja, siehst du, da ist es natürlich ein deutlicher Unterschied. Der Unterschied ist allerdings auch, wenn ich jetzt bei dem Mazda MX-30 Testwagen hinten reinschaue, dann hat mir die Mazda Presseabteilung auch das Typ 2 Ladekabel mit hinten reingelegt. Das ist ein klassisches Mennekes Kabel. Das ist eine hervorragende Qualität, das Kabel. Also das ist Qualität. Das ist jetzt kein billiges China zusammengefrickel oder so, sondern das Qualität kostet aber eben, was haben wir eben gesagt, 199 Euro, ne? 199 Euro, und dann zahlst du für den wie heißt der andere, den Go-E-Charger nochmal 629. Aber du hast bei dem Go-E-Charger ja auch nicht alle Adapter dabei, so wie beim Juice Booster. Ne? Das ist nochmal für die Leute, die es nicht verstanden haben. Hier in dem BMW, in dem 5er Plug-in-Hybrid, hat die BMW-Abteilung, die BMW-Presseabteilung, ja guck, das ist natürlich ein BMW-Artikel, ist klar, ne? BMW verkauft sein eigenes Ladekabel, haben sie mit hinten reingelegt, kostet dich aber auch 200 Öcken. So, 200 Öcken, und das ist nur ein Ladekabel, stumpf nur ein Ladekabel, und der Juice Booster ist eben der eine Schritt weiter, es ist eine mobile Wallbox, so wie dieses andere Thema. Aber mit dem Unterschied, dass ich auch noch die mobile Wallbox an alles Mögliche anschließen kann. Von Schnarchlader, ne, wenn ihr einen Ladeziegel zu Hause mit eurem E-Auto ladet, dann ist das eigentlich der Anschluss, hin zu klassische Wallbox, das ist Typ 1, würde ich sagen. Ja doch, Mode 2, Mode 3. Mode 2 ist das normale. Und dann haben wir hier nochmal 16 Ampere. Und dann habe ich an meinem Juice Booster ja das 32 Ampere fest. Also das sind die klassischen Drehstromdosen, Starkstromdosen, die die meisten Leute in ihren Garagen haben oder in Betrieben haben. Das heißt, ich habe eine ganze Wallbox
plus das Adapterkabel von der Wallbox zum Auto, was sonst 200 Öcken kostet. Und nochmal alle Adaptervarianten beim Juice Booster dabei. Und ja, der Juice Booster ist tatsächlich nicht das billigste Ding auf dem Markt, aber es ist eben die mobile Wallbox. Und wenn jemand wie du, Flo, der ein neues Auto, sich auf E-Auto umsteigt und sich dann überlegt, was mache ich mit der Wallbox, da ist es nämlich zum Beispiel eine Lösung. Also überall, wo du ein CEE 32 Ampere, CEE 16 Ampere hast, kannst du mit deinem Juice Booster schon stärker laden als einfach nur mit dem Ladezirkel. Hast deine Wallbox schon dabei. Und du hast auch dein Typ 2 Ladekabel dabei. Ne? Das klassische Typ 2 Ladekabel. Und du hast immer schon die Ladeelektronik hinten dran nochmal. Also was vielleicht schief gehen kann, wenn man einfach nur im Haus, guck, das ist sogar ein temperaturkontrollierter Schuko-Stecker. Auch interessant zu erfahren. Der ist temperaturkontrolliert, spricht mit dem Juice Booster, mit der mobilen Wallbox und sagt dir dann zum Beispiel, wenn deine Hausinstallation zu schwachbrüstig ist und es fängt an warm zu werden und es fängt vielleicht an zu kokeln oder es könnte kokeln oder ne? So. Warum also Juice Booster? Weil es ist die, wie sagt man so gerne, One-Stop-Alternative, glaube ich, sagt man dazu. Eins für alles, passt dann überall dran. So, hast du es jetzt verstanden, Flo? Ja, ich glaube schon. Aber ich habe mir jetzt immer noch nicht gesehen, den Juice Booster. Wo ist er denn jetzt? In der Garage. Der ist an meiner Garage. Wenn du den mal sehen willst, geh doch auf die... Die haben einen YouTube-Kanal bei Juice Booster und da fahren die über das Ding drüber. Das habe ich mich mit meinem noch nicht getraut. Da muss ich bei Juice Booster jetzt erstmal anrufen, ob sie mir einen ersetzen würden, wenn ich da mal drüber fahre. Weil das müssen wir natürlich dann auch irgendwann mal ausprobieren. Okay. Hast du jetzt verstanden? Ja, aber eigentlich ist es schon so gedacht, dass der immer im Auto bleibt, oder? Weil man könnte ja irgendwo hinkommen, wo man den gebraucht. Hätte Fahrradkette. Du kannst den Koffer ja im Auto lassen und zu Hause anstecken. Und wenn du unter der Woche normal immer nur zu Hause lädst, aber dann am Wochenende wegfährst, dann machst du halt von der Starkstrom. Ich habe zu Hause, wie gesagt, jetzt nur an der Starkstromdose dran. Als Wallbox-Ersatz sozusagen. Kann den aber auch hier benutzen, im Habiversum. Oder bei dir. Aber nee, du hast ja keine Garage. Und jetzt hast du ja da so etwas günstigere Lösungen im Habiversum liegen. Die chinesische? Ja, was sind das für welche? Das sind auch mobile Wallboxen. Ja, aber die hat auch nur einen Anschluss. Also der geht nur mit CEE 32. Also da ist kein Adapterkabel dabei. Das ist ja das Wichtigste wiederum. Du hast eine mobil... Also die Go E-Charger, der hat einen CEE 32 dran, fehlt aber das Ladekabel. Der billige Chinese, den ich noch habe, der ist wie der Juice Booster in der Funktion als mobile Wallbox, hat aber nur CEE 32 dran. Und der Juice Booster, der hat dann noch all diese Adapterstecker mit dabei und ist auch mit Ladekabel, so wie es hier eben noch fehlt. CEE 32 ist Typ 2 oder was? Oh Gott. CEE 32 ist der rote Industriestecker, 32 Ampere Stecker. Ah, ja. Drehstrom. Alles klar. Und was hat der gekostet? Weniger als der Go E-Charger. Okay. 500, das war ein Chinese. Wisst ihr, was er macht? Den verlinke ich dir, den habe ich nämlich von Amazon. Den verlinke ich unten drunter. Und dann werde ich stinkreich, wenn ihr alle diesen chinesischen Dingens kauft. So machen wir das nämlich. So. Ich glaube 5,39 oder so.